Gut, nochmal einen wunderschönen guten Abend an YouTube. Es geht weiter. So. Jata und ich untersuchen die Traumgeisel. Giada, what a loss. I owe that young woman more than I could ever repay. Unfortunately, I cannot do a lick of research while my equipment is underpowered and overworked. Vielleicht könnte ich helfen, das Problem zu beheben. Ha! A novel idea, that. What I need is a stronger power source. Eine Batterie aus Zauberbüchern. Grimoires can hold intense power, but not for long. Besides, grimoires require a wizard to draw in essence. It's too dangerous at this scale. Oh, wait. One of our rangers reported that an Adragon recently died in a western grove. Auch auf die Gefahr hin, dass ich offensichtlich... Was? Auch auf die Gefahr hin, das Offensichtliche, also das Offensichtliche zu sagen, wir stehen vor einer gewaltigen Adra-Säule. Indeed, but that well is almost dry. I need more. An Adragon's heart can hold an immense amount of essence. The grove is to the west, across the chasm. You can't miss it. The rangers say a Delamgan queen holds court there. You may be able to retrieve it without violence, but most Delamgan in these parts are hostile to Keith. So you can understand why none of us went rushing over there to find it when we heard the Adragon had died. Still, Delamgan queens can be reasoned with, so if you want to get the heart peacefully, try not to kill her guards. Ich sehe mal, was ich tun kann. Do be careful. Emerald Stair is not itself these days. If you can convince her to hand it over, I'll be more than impressed. Okay, aber wir wollen jetzt erstmal noch mit Elia und Yvette und Remy beraten. Come on. My invention is guaranteed to enlarge your essence. Okay. Wir haben schon einiges angenommen, das wusste ich gar nicht mehr. Berate dich mit Elia, sagt er ist draußen. Und hier? Aha, die sind also vor der Stadt. Okay. Na, dann können wir uns eigentlich hier hin teleportieren, ne? Dann müssen wir hier jetzt ewig rumrennen. Für was auch? Okay. Was war ich denn im Lager? Ist okay. The armored mask. We dream of steel and shard earth and flame. The memory binds. Flee from her. We fear. For us. For you. Oh oh.
Scheinst verunsichert zu sein wegen Ludwig. Willst du darüber reden? Blazing ire. It burns and feeds upon itself. Pain through the smoke, we recall. You are not safe with her. Ich kenne Ludwig. Sie würde einen Unschuldigen wie dir nichts antun. Du sorgst dich umsonst. Ich habe nichts getan, was sie verärgert hat. Ich habe keine Angst. Bist du sicher, dass es zwischen euch keine Vorgeschichte gibt? Kannst du mir nicht mehr erzählen? We reach. The spines tear into us. We pull our hands away. But the old scars do not lie. We burned once. Burned. We know. Hat Ludwig dir etwas Bestimmtes angetan? Ich weiß nicht, wovon du sprichst, aber bei mir bist du zumindest sicher. Ich glaube langsam, dass du es verdient hast. Hat Ludwig dir etwas Bestimmtes angetan? A storm from the same spark. All pain cuts with the same blade. Steer clear of the scourging fire, or extinguish it. Gewalt ist keine Lösung. Wenn es dazu kommt, kümmere ich mich auf meine Weise um sie. No recourse but teeth. The flame spreads toward the garden wall. Listen. Have care. Have care. Ja, ich habe auch so das dumme Gefühl, Ludwig wird noch interessant für uns. Oh no! Not looking good. Time to rally. Mann, ich hab's ausweichen verlernt. So ging's. Nothing like a win with a good team. Hier irgendwas bewacht, weil es waren mal so viele, oder? Müsst vielleicht irgendwas zum Einsammeln oder so? Irgendwas aber nur Zufall. So, wir wollten erstmal hier zu B, das war am nächsten, und dann zu C. Why is it somehow worse when the Revenants aren't trying to kill you? A godlike in Emerald's death. Well, maybe our luck's improving. Elia? I'd offer to shake your hand, but I've been elbow deep in Beatrice all day. Bitte, was? Du meinst dieses verwesene Kadaver? Was ist hier passiert?
Das scheint weder die richtige Zeit noch der richtige Ort zu sein, um jemanden in Stücke zu schneiden. Oh, don't you worry. She's been dead a while. As you can see, this is my reanimated corpse farm. We can smell it, too. I'm trying to demonstrate the value of undead labor. But of course, nothing is ever that simple. Du benutzt die Untoten für die Arbeit? What am I supposed to do? Just let them decompose? Reanimated corpses are the future of manual labor. Cost-effective, low maintenance, and very friendly. Now, Beatrice, she's being a real problem, if you can believe it. Would you be a dear and reach into her guts? Feel around for anything that doesn't belong. Bevor ich das tue, will ich ja dann deine Meinung über die Traumgeisel hören. Das hab ich bereits. Sieht so aus, als hätte Beatrice verdorbene Feldfrüchte gegessen. Willst du mich auf den Arm nehmen? Sie ist deine Wiedergängerin? Ich kann dir sagen, was da nicht reingehört. Meine Hand. Aber wir haben schon reingeguckt. Aha! So the blight got into my revenant and interfered with her raising. That confirms one of my theories. Not only is the Dream Scourge affecting our farms, it's disrupting animancy, unraveling our work. Sounds like I have more research ahead of me, but at least now I have a sense of direction. Thank you for getting your hands dirty on my behalf, godlike. You're a natural. Nicht durch viele Leichen. Ich dachte, das tut jeder. Giata möchte deine Meinung über die Traumgeisel hören. Giata Castel wants my professional opinion. What an honor. I have a few theories, but no firm conclusions. I have to ask. Is it true? Did Vidaro kick her out of town? Leider ja. Latsch und Tratsch verbreiten sich in dieser Gegend schnell. Verbannt war das Wort, das er benutzte, wahrscheinlich um es offiziell klingen zu lassen. Gerechterweise muss man sagen, dass sie etwas aus der Reihe tanzte. Klatsch und Tratsch verbreiten sich in dieser Gegend schnell. Especially when a renowned animancer is shouting at the top of her lungs in the streets of yore. Very well. I'll tell you what I know about the Dream Scourge. But first, I need some help around the farm. I'm up to my ears in chores around here, and the Revenants can only do so much. They can't do complicated tasks, you see. Anyway, I'm afraid the time has come to put down poor Silvo. Lass mich raten. Silvo ist keine Kuh oder Ziege. Es tut mir so leid, das ist furchtbar. Du willst, dass ich, in Klammern, mit dem Daumen deine Kehle entlang fahre? Yes, quickly and mercifully if you can. Silvo is one of my revenants, my oldest, my favorite, and the pride of my flock. Someone needs to put a poor fellow out to pasture. And I just don't have the heart to do it myself. Well, it's already dead. That's the hard part done right there. When a revenant goes bad, there's only one option. Final death. And poor Silvo's time has come. Ich werde mich um Silvo kümmern. Und kurzen Prozess mit ihm machen. Klingt, als hättest du das schon mal erlebt. Besteht eine Verbindung zu dem, was mit Beatrice passiert ist? Woher kommen all diese Leichen überhaupt? Manchmal will man nicht so viele Fragen stellen. Ich werde mich um Silvio kümmern und kurzen Prozess mit ihm machen. Thank you for understanding. You can find Silvo in the barn.
He's blocked the door somehow, but the window should be open. Just be gentle with him. He's a good boy. So, we're killing a revenant then. She just couldn't come out and say that? And this is why I don't take pets. Ja, Kai, deswegen halte ich keine Haustiere. So, die Scheune. Ich werde auf jeden Fall mal glitzern. Oh, interessant. Hier gibt's. Okay. Immer schön hingeben, hab's auch nicht. Here we go! Viel MutinituM. I think I sprained my shoulder. Requiesca den Archer. Stimmt, das fällt mir jetzt gerade so ein. Wir haben ja extra mehrere Zauberbücher und ein Feuerzauberbuch, wobei wir das Feuerzauberbuch noch ausrüsten oder verbessern müssen. Envoy, a pleasure as always. Ich habe mich um Silvio gekümmert. Poor Silvo. He was a bright young revenant, but a very old man. Thank you for giving him peace. Du hast mir Antworten versprochen. So, the Dream Scourge. I've been keeping an eye on the readings from my fields. This plague, as we know it, is a recent development. But I believe whatever causes it is older by far. Maybe even as old as the living lands. The exotic plants and animals, the twisted landscape, the Dream Scourge. They have a common ancestor. There's something about the essence in the living lands that's different from anywhere else I've seen. Hast du diese Erkenntnis mit niemandem geteilt? Einige deiner Kollegen müssen zum gleichen Schluss gekommen sein. Wir müssen die Quelle dieses Unterschiedes finden, wenn wir eine Hoffnung haben wollen, sie aufzuhalten. But how to find something so well hidden? Can something so metaphysical even be found? Not to get too superstitious, but in these troubled times, the arrival of a godlike is no coincidence. You are meant to be here. Toward what end, only you can say. Faszinierend. Ich bin mir sicher, dass Jetta daran interessiert sein wird, das zu erfahren. Well,
I'm happy to give her some good news for a change. You and Giata are going to shake things up. As for me, I'll be keeping a close eye on my flock. Oh, and thank you for the nightmare fuel. I really have been sleeping entirely too well lately. I'm remembering why people find this place unsettling. Mit einer Kuhglocke um den Hals. Das ist ein bisschen makaber ist es schon. Ja, die könnten wir das Necronomicon gut gebrauchen. Wie ist das? The great mystery is, are godlike blessed or cursed? The gods are silent on this question. Neither. They just are. Anything else is speculation. Remy, look what I found. A genuine godlike. Do you think they can hear us? Let's find out. Hello, me, Yvette. You friend? Merkst doch, dass ich dich perfekt verstehen kann. Sicher? Freund? Du blinzelst sie verständnislos an. Oh ja. Remy, take a note. The endangered godlike's vacant gaze betrays an unquenchable thirst for violence. We heard that Giada partnered up with an outsider, but I had no idea you were a godlike. Fascinating. Giada möchte, dass ich etwas über die Traumgeisel erfahre. Warum sprichst du mit mir, als wäre ich ein Testobjekt in einem Labor? Die Nachricht verbreitet sich, ne? Naja, warum sprichst du mit mir wie in einem Testlabor? It's just that we've never met a godlike before. This is a big day for us. Giada must have sent you to be our test subject. She knows how we adore your kind. Satisfy our curiosity and we'll give you everything Giada needs to finish her research. Deal? Einverstanden. Bringen wir es hinter uns. Das hängt davon ab, was ihr von mir wollt. Alles? Warum habt ihr das nicht schon längst gesagt? Ich glaube nicht, dass ihr mir helfen würdet, nur weil ihr so reinen Herzens seid. Hängt davon... Ja, dann nehmen wir das, oder? Das hängt davon ab, was ihr von mir wollt. We want to know about the godlike, of course. You're the first one we've encountered in the wild. Let's begin the examination. If you could choose, who or what would you be in your next life? Next time you go around the wheel, you might not get so lucky. Ich würde gerne als ein Gottesähnlicher zurückkommen. Ich hätte nichts dagegen, mich zur Abwechslung mal unter eine Menschenmenge mischen zu können. Ich weiß nicht, ich denke, ich wäre gerne eine Art Pilz. Glück? Ihr glaubt, ich hätte Glück damit? Das wolltet ihr erfahren? Nein, ich würde gerne als ein Gottesähnlicher zurückkommen. Who wouldn't? My turn. Some would call you blessed. Others would call you cursed. The fact remains, you were touched by the gods. Wouldn't you say that you owe something to the rest of us? Entschlossenheit ein Punkt zu wenig, Sache. Ich versuche den Menschen zu helfen, wann immer ich kann. Es ist nicht meine Bestimmung, euer Retter zu sein. Bitte was? Ich versuche den Menschen zu helfen, wann immer ich kann. So, you believe we need your help. Interesting. Oh, I thought of another. We all know that godlike can't reproduce. How do you plan on leaving a legacy after you're gone? Hoffentlich bleibe ich den Leuten
dadurch im Gedächtnis, dass ich ihr Leben berührt habe. Es gibt viele Möglichkeiten, ein Vermächtnis zu hinterlassen. Und meine geht euch nichts an. Das sind die dümmsten Fragen, die ich je gehört habe. Gottähnliche können sich nicht fortpflanzen. Das erklärt einiges. Ja, mal ein bisschen Sarkasmus. Gottähnliche können sich nicht fortpflanzen. Das erklärt einiges. Oh, didn't anyone tell you? Nein, das hat bisher noch niemand erwähnt. Das muss mir entgangen sein. Meine Natur war zu Hause kein offenes Diskussionsthema. Nichts sagen. Das nehmen wir auch. On second thought, forget I asked. I think that covers everything. Thank you for that brilliant insight, Godlike. You're a credit to your dwindling kind. So, Giada wants to know all about the Dream Scourge, yes? Such has been her research of late. Do you want the good news or the bad news? Eine gute Nachricht, bitte. Um der Liebe der Götter willen. Und rückt schon mit der schlechten Nachricht raus. Ich möchte, dass ihr beide ein für alle Mal aufhört, Beseelung zu praktizieren. The Dream Scourge is proof that an unprecedented metaphysical disaster can take place at any time. Oh, that's a load off my mind. Sure beats not constantly worrying about the future. How's that good news? Giada will be interested to learn that the Dream Scourge cannot just be studied in a lab. Its nature is wild, so it has to be studied in the wild. Our machines and experiments would meddle with it too much. And like anything affecting the soul, it must be connected to essence. Thus, if she wishes to discover more about the Dream Scourge, a Pillar of Adra would be a good place to start. Na klar, vielleicht können wir durch die in Adra enthaltene Essenz etwas über die Traumgeisel erfahren. Precisely. A godlike and a scholar, too. Incredible. Indeed. Just as Adra channels essence, so too may it provide a key to discovering more about the Dream Scourge. Not that we'd ever be interested in such research, of course. How droll. Noch eine Frage. Was mache ich mit dem Wesen, das an meine Seele gebunden ist? An entity, you say? If this entity is your patron, that's all perfectly natural. But if it's something else, with enough essence and a capable animancer, perhaps you could trace this tether back to its source. Right, and with a little fresh sake, you can follow an ogre back to its lair. Still wouldn't recommend it. Just be careful that your tether doesn't snap back and kill you in the process. Now that we've researched the mind of a godlike, the next step is anatomy. But we've taken enough of your time. Farewell.